Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Typisch Texas, typisch USA, darum geht's heute. Wollen wir mal gucken? Viel Spaß bei diesem Video. Viel Spaß. Die 8er Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Von der Kohle zum Staub, vom Bergwerk zum Wind, Texas ist jetzt hier zu Hause, wo der neue Traum beginnt. Ja, ihr Lieben, was ist denn so typisch amerikanisch oder besser gesagt USA und speziell Texas? Fangen wir mit dem Offensichtlichen an, die Feiertage. Die Feiertage sind sehr anders. Ja. Ich weiß nicht, gibt es religiöse Feiertage hier? Ja klar, Weihnachten. Außer Weihnachten. Stimmt, Weihnachten, klar ist. Weihnachten ist ein religiöser Feiertag. Absolut. Aber das ist schon anders hier, ne? Also auch so, was da Zelebrieren der Feiertage eigentlich ist. Also ich sag mal so, was sind denn die Hauptfeiertage hier in den USA, die es in Deutschland natürlich nicht gibt? Genau, das ist der 4. Juli. Das ist der wichtigste Feiertag in den USA. Und der wird hier richtig krass gefeiert. Also wir waren schon ein paar Mal dabei, wo in Downtown ein riesen Feuerwerk gezündet wurde. Was ist denn der 4. Juli? Der 4. Nein, nicht, die wissen das. Sag mal bitte. 1, 2, richtig, Independence Day. Genau, da wo die Aliens gekommen sind. Und Ja, da feiert man nämlich Will Smith, wie der zusammen mit dem Präsidenten die Raumschiffe abgewehrt hat. Ehrlich, glaubt ihr nicht? Ihr müsst da googeln. Deswegen auch die Feuerwerke. Deswegen auch die Feuerwerke. Independence Day, na klar, gibt es natürlich in Deutschland auch. Ist nämlich der 3. Oktober, ne, der Tag der deutschen Einheit. Day of the Unity, ja, ist egal. Wird aber bestimmt nicht so gefeiert wie hier. Also hier wird wirklich zelebriert. Ne? Genau, das ist so. Ne? Die feiern das. Es ist so wunderbar mit den ganzen Paraden. Jeder ist Amerikaner, jeder hat die Fahne. Super schön. Du musst jetzt sagen, dass jeder US-Amerikaner ist, weil Amerika ist viel mehr als Amerika. Ist nämlich auch Kanada und ist auch Mexiko. Ich weiß, ihr habt recht. Also die US-Amerikaner. So. Pass auf, wir einigen uns in diesem Video darauf, dass immer wenn wir Amerikaner sagen, meinen wir US-Amerikaner. So, der nächste höchste Feiertag, nicht religiös, ist Thanksgiving. Ja, und das ist super toll. Ich freue mich jetzt schon wieder drauf, dieses Jahr einen Truthahn zu machen. Beziehungsweise er macht den besten Truthahn. Das ist so schön und die Tradition ist, erst gemeinsam kochen, dann wird gegessen, bis man umkippt, aufs Sofa landet und Football guckt. Ja, das ist wirklich geil. Ne? Das ist schon, also das Umkippen finde ich nicht so geil, aber das ist wirklich so. Der ganze Tag ist dem Fressen gewidmet. Ne? So, der Truthahn braucht ein bisschen, ich glaube 4 Stunden oder was. Ja. 4 braucht er im Ofen, ne, bis der fertig ist. Ne? Der wird zelebriert, da gibt es Wissenschaften, wie man den zubereitet. Ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Also der ist immer lecker bis jetzt gewesen, den wir machen. Wir haben auch immer einen riesen Truthahn dabei, weil wir wollen ja mit eskalieren. Und Thanksgiving ist so, und ich glaube, also ich habe mit vielen Freunden gesprochen und die haben immer gedacht, Thanksgiving ist so wie Erntedankfest. Ne? Weil die natürlich sehen, okay, da wird immer Truthahn gegessen und so was. Ne? Das ist wie Erntedankfest. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, das hat was mit den Siedlern zu tun, die hier hingekommen sind. Aber das ist ein anderes Thema. Was gibt es noch für Feiertage? Mein Lieblingsfeiertag, auf jeden Fall Halloween. Ist das ein Feiertag? Naja, ja. Nein. Okay, Feiertag. Ich habe das deswegen gesagt, weil ich wollte die Brücke schlagen zu Christmas. Und was hier so besonders ist die Eskalation. Und die fängt natürlich schon Halloween an. Also Halloween ist tatsächlich eine Season. Hier, Halloween-Season. Die gipfelt dann an dem 31. Oktober an Halloween selber, wo dann hier wie in Deutschland wahrscheinlich auch die Kids durch die Straßen gehen und Süßigkeiten sammeln und sowas. Ne? Auch Weihnachten ist jetzt nicht Weihnachten der 24., 25., 26., sondern also der eigentliche Feiertag ist tatsächlich nur der 25. Richtig. Weihnachten und ansonsten ist das auch eine Season, also das ist eine Weihnachtssaison. Man sieht, willkommen im Turbokapitalismus. So, wann fängt es an? Halloween Season fängt tatsächlich an am 1. Oktober. Da darfst du schmücken und dann fangen wir alle an zu eskalieren. Und die Christmas Season fängt hier an am Tag nach Thanksgiving. Mhm. Das ist wirklich absurd, ne? Weil am Tag nach Thanksgiving hast du schon die erste Weihnachtsdeko da draußen stehen. Ne? Das ist wirklich cool. Also das ist auch was typisch USA ist, dieses Beschmücken und Beleuchten der Häuser. Ne? Also gerade hier in unseren Gegenden, Halloween, Weihnachten, das eskaliert völlig. Ja. Ich meine, die Stromwerke, die freuen sich, denken, ja, geht wieder los. Ne? So, aber das ist wirklich so. Die ganze Siedlung erstrahlt und Halloween, ihr habt ja gesehen in den ganzen Videos, ne, die Deko, die machen, ne, die kaufen die wirklich und die packen die wirklich auch vor die Häuser. Ne? Ja, ich freue mich schon dieses Jahr. Ich möchte auch wieder eskalieren jetzt im neuen Haus. Mal sehen, was wir hier hinkriegen an Deko. Auf jeden Fall
Ist übrigens ein Business hier, ne? Das ist auch typisch USA. So Christmas-Beleuchtung anbringen, Halloween-Beleuchtung. Also da gibt es Electrician und Roofer, ne, die sich darauf spezialisiert haben. Da, also hier, ich weiß, dass die Nachbarn da, was haben die erzählt, 3.500 oder was für die Beleuchtung des Hauses ausgegeben. Das muss man auch wollen, ne? Da finde ich schon. Aber das ist eine permanente Beleuchtung und die bleibt für immer. Ja, die bleibt, also das ist jetzt ein Invest für einmal und die bleibt dann für das ganze Leben. Trotzdem muss man das wollen. Weil die eskalieren dann ja weiter. Ne? Weißt du, dann machen die den Garten, dann Halloween machen die Grabsteine dahin, ne? Oder bauen hier diese bewegten Roboter auf. Ne? Ja. Das ist abgedreht. Also das ist wirklich typisch USA. Das Zweite, was ihr wissen wollt, was typisch USA ist, das ist ja eine Frage, die wir mal kriegen, was fahrt ihr für Autos? Ne? Ja. Das ist typisch USA. Was denn daran? Groß, größer, riesig. Also die Autos, und glaubt mir, ich war in Deutschland so, ja, ein kleines süßes Cabrio gefällt mir, das will ich haben. Da hat mein Herz für geschlagen. Jetzt, ich will einen Truck. Ich will einen Truck. Das ist schon ziemlich geil. Also wir haben hier ein normal großes Auto, in Deutschland vielleicht sogar ein etwas größeres Auto. Hier gehört es zu den Kleinwagen. Das ist wirklich so. Also wenn du so ein, ich sag mal, weiß ich nicht, Mercedes GL-Klasse, ne, sind ja schon große Dinger, ne? Oder hier Q7 von Audi, ne? Ich weiß gar nicht, ob es die Dinger noch gibt. Ich habe die schon lange nicht mehr gesehen, aber die fahren hier auch rum, ne? So, und wenn du die hier siehst, denkst du, ach, was süß. Naja, der Q7 ist halt ein ganz normales Auto hier. Also so ja, wie bei uns aber es damals. ist nicht übergroß. Also in Deutschland war das schon ein Großwagen. Das stimmt. Großer Wagen. Ne? Und hier ist es völlig normal. Ja, das ist wirklich so. Also die Autos hier haben andere Dimensionen, haben auch eine andere Qualität. Ne, das muss man auch sagen. Ne? Also so von der Haptik her kommt das an Deutschland immer noch nicht ran. Ne? Aber ich finde, so der Unterschied zu damals, der ist nicht mehr so. Ne? Also früher, kann ich mich daran erinnern, hatten wir einen Freund, der bei Johnson Controls gearbeitet hat. Ne? Der hat dann erzählt, wenn der in den USA war, diese Plastikverkleidung, da sind dann halt die Nähte noch, ne? Also wo man drüber streichen konnte mit dem Finger, wo man sich fast geschnitten hat. Ja. Das ist nicht mehr so. Ne? Also das ist schon von der Qualität, hat das schon einen Sprung gemacht. Ne? Ja, also typisch Amerika sind auf jeden Fall die Riesentrucks und auch gerne mit einer großen Fahne dran hier. Also gerade zum 4. Juli hinten die große Fahne dran und dann wird das. Also die sind insgesamt, oder was ich hier erlebe, das ist eine freudige Art und Weise, das Leben zu genießen. Also ja, die zelebrieren das halt. Also die finden das ganz cool und das schweißt ja auch so ein bisschen zusammen. Ne? Da hat man was, womit man gemeinsam eskalieren kann. Ne? Immer wenn ich hier so einen Kopf sehe, ne? Also wenn der mit Blaulicht hier durchdüst, was hast du dann, warte, nicht sagen, was hast du zuerst im Kopf, wenn du siehst, ein Kopf fährt an dir vorbei mit Blaulicht? Richtig, Donut. Das ist tatsächlich. Irre. Also Donuts ist hier eine absolute Kultur. Überall Donuts und es gibt richtig coole. Ich weiß nicht, Chris, das hier reingeschnitten, dass wir mal bei Voodoo Donuts, das ist der geilste Donut Store in Austin, ist Voodoo Donut. Ganz in Pink. Ja, also die Donuts sind wirklich sensationell da. Ja. Also den Store, den ich einblende, wenn ich das Video finde, ist an der 6th Street. Ist jetzt so die Partymeile, ist vielleicht nicht der beste Voodoo-Store, ne? Aber die Donuts, die sind sensationell. Ne? Also ich sag mal, du isst einen Donut und dann hast du eigentlich deinen Tagesbedarf an Kalorien gedeckt. Ja. Und auch die Cops, die essen tatsächlich Donuts hier. Ja, das ist abgedreht. Ja, also diese ganzen Klischees, die stimmen auch, dass man in Texas Tacos isst. Ja, bitte, sehr viele davon. Tacos sind super. Und Margarita, ne, jedes Restaurant hat eine Hausmargarita. Ja, das ist typisch texanisch, ne, weil wir halt Richtung mexikanische Grenze sind, wobei das weit weg ist von hier. Ne? Also ich sag mal, 5 Stunden brauchen wir schon, ne, um nach Mexiko zu fahren mit dem Auto. Ja. Das auf jeden Fall. Aber das hat halt mexikanischen Einfluss hier. Und die Margaritas hier, das ist anders als in Deutschland. Ne? Also das ist wirklich eine Religion, ne? Welcher Margarita mit welchem Tequila, ne? Das ist so wie bei euch Gin Tonic, ne? Da gab es ja auch mal so einen Hype. Ich weiß nicht, schreibt mal in die Kommentare, ob das immer noch so ist. Ist Gin Tonic immer noch so ein Hype? Und werden männliche Aperol-Spritztrinker immer noch als Pussy bezeichnet? Das würde mich wirklich mal interessieren. Also hier ist das jetzt gerade Tequila. Tequila, genau. Und männliche White Claw-Trinker werden hier nicht wahrgenommen. Ja, White Claw ist so ein hart Seltzer, ne? Das ist so ein Wasser mit Alkohol. Ne? Ja, was auch noch typisch amerikanisch ist, was ich total krass finde, weil die trinken immer nur Shots. Also wirklich, die Shots, diese Kultur, ich weiß gar nicht, als Deutschland kenne ich das so nicht. Also die trinken nicht immer Shots, ne? Aber wenn du in Bars bist, ne, dann siehst du schon häufiger mal, dass sich einer da so einen Shot trinkt. Klar, ich meine, gibt es in Deutschland auch, schimpft sich herringedeckt, ne? Irgendwie Pilz und Schnäpske, ne? Ja, aber hier die Kultur, die Shot-Kultur ist hier eine andere. Also
Und ich frage mich, wie die das verpacken, weil die stehen ja danach wieder auf, ne, und fahren dann Auto. Ne? I don't know. Das ist aber ein anderes Thema hier. Ja, was auf jeden Fall typisch amerikanisch ist alles, was so in der Highschool und drumherum passiert. Ne? Also jetzt nicht den Unterricht, das lasse ich jetzt weg. Bildungssystem ist heute kein Thema. Aber es gibt ganz viele Sachen, die auch in den USA mittlerweile Tradition haben. Und dazu gehören zum Beispiel Schilder im Vorgarten für jeden Mist. Mein Sohn, meine Tochter ist im Musical, die sind in der Band, das sind Cheerleader, das sind Sportler. Oder wie jetzt gerade, die sind Seniors. Das Senior ist das letzte Schuljahr, ne? Und du machst dir tatsächlich in den Vorgarten so ein Schild der Schule, wo dann steht, Proud Mom and Dad of a Senior, ne? Und dann kommt der Highschool-Name darunter. Oder Proud Mom and Dad of a bla 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 Soccer Player oder was auch immer. Das ist total geil. Also ich mag das. Das ist wirklich cool. Das freut das Kind auch. Und das machen sie ja nicht nur zur Highschool, sondern auch zum Geburtstag. Ne? Honk, hier ist ein Birthday Girl. Schilder im Vorgarten. Ja, Schilder im Vorgarten ist überall. Also Schilder, sowieso Schilder. Für alles Mögliche. Werbung auch. Open House. Ja, Open also House. Das funktioniert immer noch hier, ne? Wo du in der Stadt denkst, oh, da brauchst du hier eine Genehmigung, um das Schild hinzustellen. Ist so, ja, scheißegal, ich stelle mir da ein Schild hin. Also es gibt hier ganz viele Druckereien, die bieten dann diese Schilder für einen schmalen Kurs an. Auch die Immobilienmakler hier, ne? Die packen dann, sonntags ist meist immer Open House, denn dann packen die ihr Schild da rein und hier ist Open House, kannst du hingehen gucken. Ne? Also seht ihr hier an jeder Ecke, wenn ihr hier hinkommt. Ja. Aber Highschool, was ist noch total typisch, ist diese ganze Senior Year Tradition. Also alles, was sie hier so, ich weiß, in Deutschland war es Abi-Gag, ne? Und das vielleicht noch ein Abi-Frühstück. Hier ist es, die bemalen alle ihre Autos. An manchen Highschools bemalen die ihre Parkplätze. Und zwar jeder hat dann so einen Parkplatz und macht es mit seinem Motto Rosa oder Longhorns oder was auch immer. Die Autos werden hier bemalt. Kannst du das mal irgendwie hier auch reinschneiden? Ja. Total schön, wie sie das machen. Die haben Senior Sunrise Pictures, Senior Pictures, Homecoming. Ihr wisst jetzt gar nicht, was sie meint, ne? Das ist einfach auch zu weit weg dafür. Ich verstehe das schon. Aber sie hat schon recht, ne? Also das ist wirklich, das letzte Highschool-Jahr hier ist voller absurder Traditionen, die ihr vielleicht gar nicht versteht, wir auch nicht so, ne? Aber die gibt es schon seit Jahrzehnten, ne? Weil ich so ein bisschen den Eindruck hatte in den letzten Jahren Abitur, dass diese Abi-Gags immer mehr eskaliert sind. Und dann da gab es ja irgendwann eine Mottowoche, gab's bei uns, ne? Wo dann auch und Zuhälter, ne, war dann das Motto. Ne? Das fand ich irgendwie, es wurde immer billiger. Ne? So, und das ist halt hier nicht so, es ist immer noch lieb. Ne? Wobei diese Mottowoche gibt es hier für die gesamte Schule und die heißt Spirit Week. Und in dieser Spirit Week haben sie auch vorgeschriebene Mottos. Cowboys und Indianer, nein, nicht Indianer, aber Cowboys hier in Texas. Die sind nicht vorgeschrieben. Doch, die sind vorgeschrieben. Ja, die geben das Thema vor. Die geben das Thema vor. Aber du musst ja nicht verkleidet Nein, du musst nicht. Die geben das Thema vor. Oder auch dann an dem letzten Tag dieser Mottowoche trägt jeder bitte die Farbe seiner Jahrgangsstufe. Ja, also Seniors sind schwarz, Juniors sind rot und so weiter und so fort an unserer Schule. Ich finde das total schön, diesen Zusammenhalt auch dadurch zu steigern. Ja, aber das ist wirklich typisch amerikanisch. Also alles, was ihr in den Highschool-Filmen jemals gesehen habt, es ist wirklich so. Es stimmt. Es gibt die hübschen Cheerleader, die mit den Footballern zusammen sind. Dann gibt es die Nerds, ne, die irgendwie so Physik und Mathe machen. Dann gibt es die Theatergang. Genau so ist das. Also wenn ihr nächstes Mal einen Highschool-Film guckt, denkt ihr an die Achtermeyers und sagt, ach guck mal, die haben gesagt, das ist wirklich so. Und das ist wirklich so. Ja, bis auf das mit den Morden, das passiert dann nicht. Auch das Jahrbuch. Oh ja, Jahrbuch. So toll. Jahrbuch ist super teuer leider. Ja, was hast du bezahlt? Ich glaube $80 pro Jahrbuch. Und wir brauchen ja immer zwei Jahrbücher jedes Jahr. Jedes Jahr gibt es ein Jahrbuch. Dieses Jahr gibt es das letzte für uns. Traurig, dass es vorbei ist. Aber super schöne Erinnerungen. Und dann laufen die auch wirklich damit rum und unterschreiben. Und es ist halt nicht nur, wie das in Deutschland war mit der Abi-Zeitschrift, sondern jedes Jahr. Und das glaube ich sogar von ganz früh an schon. Das ist so ein Schinken, ne? Oh ja, so also das ist wirklich, da sind Interviews drin mit den Schülern, Bilder mit den Schülern. Da werden die ganzen Sportclubs des Jahres vorgestellt. Die Ergebnisse werden vorgestellt der Sportclubs, was sie an Klassenausflügen gemacht haben. Die Lehrer werden vorgestellt. Also das ist richtig so ein Schinken. Ne? Und jeder einzelne Schüler wird vorgestellt. Und das bei 2800 Schülern. Ja. Das ist schon eine ganze Menge. Aber sehr hochwertig. Ne? Also ist jetzt nichts mit Ringverschluss oder sowas, ne? Sondern das ist ein richtiges Buch. Es gibt ja auch ein richtiges Business dafür. Es gibt richtige Dienstleister, die sind nur auf Jahrbücher konzentriert. Ja. Ich meine, stell dir mal vor. Ja, mega. Aber was ist noch typisch amerikanisch? Highschools haben wir jetzt. Ist wirklich alles wahr. Umgangsformen. Also es gibt hier Umgangsformen, die
typisch amerikanisch sind wie der Smalltalk und am liebsten noch sehr, sehr laut. Ja, also das ist tatsächlich so. Ne? Ich weiß nicht, ob das hier nur an Texas liegt, ne? Aber die reden schon immer sehr laut. Ne? Also dieses leise und bedachte, ne? Das ist hier nicht so. Ne? Ra, 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 ne? Hier bin ich. Und Smalltalk ist wichtig. Ne? Also das ist nichts für Introvertierte, ne? Aber, und das hat auch nichts mit Tiefe zu tun, das ist einfach ein Icebreaker. Ne? Also du machst halt Smalltalk und erzählst ein bisschen und kommst dann rein und wirst warm mit dem. Ne? Das ist hier üblich. Ne? Oder auch an der Kasse, einfach um dir die Zeit zu vertrödeln dadurch. Es ist einfach nur nett. Es geht darum, dass der Gegenüber ein gutes Gefühl hat. Bei Trader Joe's, kleiner Funfact, ist der Kassierer sogar angehalten, mit dir Smalltalk zu führen. Deswegen ist das immer so ein bisschen komisch am Anfang. Wieso will der so viel wissen? Nein, er ist von seinem Boss dazu angehalten worden, mit dir Smalltalk zu führen, damit du dich wohlfühlst. Also, und ja. Go ahead. Und was auch noch mich auf jeden Fall wohlfühlen lässt, sind die Manieren hier. Was typisch amerikanisch oder typisch texanisch ist yes ma'am, yes sir. Anreden, genau. Also nochmal kurz zu dem Smalltalk. Ne? Was gleich ist wie in Deutschland, was mir in Deutschland auch schon am Sack ging, ist Smalltalk machen zu müssen mit dem Friseur. Ich weiß nicht, ob die Friseure, also das ist genauso hier, ne? Weißt du, dann schneidet sie die Haare, ne? Und dann so, ja, wie war dein Tag, wie war deine Woche, bla bla bla. Und ich denke immer so, Mädel, wenn du nicht so viel quasseln würdest, wäre ich hier viel schneller raus. Ne? Aber das gehört hier zu. Ne? Und die merken auch relativ schnell, dass ich vielleicht jetzt nicht auf Gespräch eingestellt bin. Und das ist auch okay. Das war in Deutschland auch so. Ne? Ja. Also lieber Friseur, wenn du das hier siehst, es war nicht böse gemeint. Ich will einfach meine Ruhe haben. Und was in Deutschland nicht so ist wie hier, sind Klimaanlagen. Auch super typisch amerikanisch. Und zwar, was ich nicht verstehe, warum muss es immer antarktische Temperaturen haben? Wenn draußen 40 Grad ist, dann gehst du irgendwie rein und hast das Gefühl, du bist wirklich irgendwie in der Eiszeit festgehalten worden. Ich bin froh, dass du das so machst. Ich habe gedacht, du bist wieder am Wettern über die Klimaanlagen in Deutschland. Aber also die Systeme sind anders. Ne? Und ich weiß auch nicht, also wenn wir zu Freunden gehen, wir haben momentan unsere Klimaanlage auf 75 stehen, also Fahrenheit, 75 Grad Fahrenheit steht hier und das ist angenehm. Ne? Aber wenn du zu Nachbarn gehst, die haben teilweise 68 oder was stehen. Ne? So, und das ist schon so, du kommst draußen hier 40 Grad, kommst rein und denkst so, ich hatte vorgestern einen Kaffee mit einer Freundin hier und sie 40 Grad, lange Hose, langes Oberteil und Strickjäckchen. Ich so, wo kommst du denn her? Und sie so, aus dem Büro. Ja, die Büros werden runtergekühlt, ne? Ich so, was? Und sie so, ja, das ist so krass. Ich habe sogar noch eine Jacke dabei, weil es so kalt ist bei uns im Büro. Ja, und also in dem Büro, wo ich bin, ne, da kann ich das auch nicht einstellen. Das ist zentral gesteuert. Ne? Ja. Ich kann das Büro nicht sagen, ja, aber mache ich bei mir 75. Das geht in Deutschland ja schon, ne, wo du so einen Raumregler hast. Ne? Aber das funktioniert hier nicht. Ne? Das ganze Haus ist, weiß ich nicht, auf minus 38 Grad und du bist ein Eiszapfen und gehst dann mittags in die Sonne erstmal ein Taco essen. So. Deswegen gehen unsere Kids ins Kino auch immer mit einer dicken, fetten Wolldecke. Ja, das ist abgedreht. Das ist abgedreht. Aber ich meine, ihr seht das Wetter ja hier gerade. Ne? Und wenn die aus dem Haus gehen, ins Kino gehen, ne, dann packen die sich wirklich eine Wolldecke ein. Ne? Ja, und auch in die Schule kommt immer ein dicker Hoodie mit dazu. Also typisch amerikanisch ist alles wirklich auf minus 12 Grad zu kühlen. Einen habe ich noch, und zwar, wie die Leute hier rumrennen. Das ist auch typisch amerikanisch. Also ich weiß nicht, ob es typisch texanisch oder typisch Austin ist, ne? Aber in meinem Umfeld ist das typisch. Ey, die Mädels, die laufen alle mit Fitnessklamotten hier rum. Die gehen teilweise sogar in Fitnessklamotten ins Büro. Wo ich denke, kommst du gerade aus dem Gym? Nee, warum? Lululemon hier, Leggings, ne, und Sporttop an. Ne? Ich denke, du siehst aus, als würdest du gerade. Nö. Also da tragen die wirklich so, ne? Ja. Auch tagsüber. Jetzt im Büro vielleicht nicht unbedingt, ne? Aber im Alltag tatsächlich. Also ne? Das stimmt tatsächlich. Im Supermarkt und so weiter, alle mit ihren Leggings und ihren Sportklamotten, ihren super kurzen Höschen und nur im Sport-BH. Ich meine, du kannst tragen. Das sieht super aus bei vielen. Ja, absolut. Also das ist auch das ist nicht typisch USA, was ihr glaubt, ne? Dass hier nur fette Menschen sind. Ne? Also ich würde mal sagen, hier in Austin, also jetzt muss man sagen, Texas ist grundsätzlich auch ein Military State. Ne? Die Leute sind schon mal durchtrainierter, ne, und mehr auf Sport aus. Ne, aber, es gibt vielleicht auch Ausnahmen, ne, das mag ich nicht sehen, aber es ist nicht typisch Amerika, wenn du hier in Austin bist, dass du hier dicke Menschen siehst. Ganz im Gegenteil. Aber die Männer hier sind schon teilweise, wo ich denke so, du bist schon... Absolut, ich finde auch, also lecker. Nein, aber wenn Sie sich dann mal rausputzen, was Sie auf jeden Fall für abends zum Rausgehen oder wenn man irgendwo hingeht, wenn die sich rausputzen, dann Holla die Waldfee, das sieht richtig toll aus. Wer war eigentlich Holla? Also, dass sie eine Waldfee war, weiß ich, aber wer war Holla? Könnt ihr mal bitte schreiben, könnt ihr mal eben googeln, wer Holla war? Also sagt mal so, Holla die Waldfee, das muss ja
tierisch eine berühmte Persönlichkeit sein, wenn die auf einmal hier in unserem Video auftaucht. Also, liebe Holla die Waldfee, falls du dieses Video siehst, schreib mich an, Bier geht auf mich. Nein, aber wirklich, Amerikaner oder hier in Texas, ich habe selten so viele, so hübsch zurechtgemachte, vor allen Dingen Frauen gesehen. Und auch, und das finde ich, es ist kein Klischee, die tragen Hüte und Boots. Ja. Und das ist nicht ironisch gemeint, sondern es ist wirklich der Style. Teil der Mode hier. Und ich liebe es. Es sieht so schön aus. Fahr mal ins Hill Country, in eine Winery oder so. Wirklich wie in einem Bilderbuch. Wie in einem Film. Die laufen alle so rum. Richtig schön. Das ist richtig schön. Also ich habe schon ein paar, also auch gibt ja auch wirklich im Land draußen, ne, wo so richtig so Hardcore-Rednecks sind, ne, die machen sich dann immer ein bisschen lustig drüber, über die Schickeria-Cowboys hier. Ne? Aber das ist eigentlich völlig egal, ne, denn das sieht einfach wirklich schön aus. Ne? So die Hüte, die sind nicht irgendwie aus Amazon oder so, sondern die sind tatsächlich von Hutmachern. Ne? Ja. Die sind teilweise von Stetson oder Resignol. Ne? Also das sind schon irgendwie gute Marken, ne, für Hüte. Das macht einfach, das Gesamtbild ist einfach schön. Und das ist halt typisch Texas. Ja, das ist typisch Texas. Und vielleicht noch eine letzte Sache, die so typisch Texas ist, wegen der ganzen Temperaturen. Du siehst hier die Leute immer mit dem Stanley Cup, Yeti Cup oder was auch immer, Wasser. Was total vernünftig ist. Also das ist wirklich, das ist super vernünftig. Ich ärgere mich auch immer, wenn wir das vergessen und dann mit diesen Plastikflaschen rumlaufen. Ja. Aber bei dem Wetter, du hast halt immer Wasser dabei. Ne? Ja. Und das hat sich in den Alltag auch so eingeschlissen. Ne? Ja. Also auch die Menschen im Büro, die kommen dann mit ihrem Cup da, ne? Irgendwie die 5-Liter-Bombe da mit Eiswasser drin oder Eistee oder so. Und dann, das sieht man hier immer. Ne? Überall. In der Kirche, überall. Ja, packen sie wahrscheinlich. Nein. Die Schnapsnummer haben wir schon, glaube ich. Nein, aber es ist wirklich wahr. Es gibt Tumblers in allen Formen, Farben, Größen, ein Riesending. Die Kinder in der Schule, jedes Jahr wird eine neue Sau durchs Dorf getrieben mit einer neuen Firma, die irgendwie dabei sein muss. Das ist in Deutschland doch auch. Ja, absolut, aber Wasser. Vielleicht liegt das auch daran, dass es kein Mineralwasser ist, sondern nur totes Leitungswasser. Das ist, glaube ich, ein anderes Thema, wenn es um Essen und Trinken geht. Ja, also das ist so typisch USA, also unsere Sicht auf typisch USA, was uns so aufgefallen ist, was es in Deutschland so nicht gibt. Ne? Was ich sehr schön finde, ne? Und was du auch sehr schön findest. Ja. Und was das Leben einfach ein bisschen angenehmer und lustiger macht. Vor allem, Leute, das Leben ist lustig. Ihr müsst mehr lachen, ihr müsst mehr lieben und nicht so viel hetzen und wettern. Und dann wird das auch wieder alles. Amen. Amen. Amen ist das Schlusswort. So, Ladies and Gentlemen, ihr müsst uns auf jeden Fall folgen auf diesem Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, damit ihr auch immer schön informiert werdet, wenn wir ein neues Video hochladen. Die Grillen zirpen jetzt, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber das wird langsam laut. Und ja, schönen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Bis ganz bald. Ciao. Bye, bye.